Deutsch lernen durch Hören. Flohmarkt. Julia ist nervös, denn sie wird heute das erste Mal selbst auf einem Flohmarkt verkaufen. Um 5:30 Uhr in der Früh packt sie alle Sachen, die sie verkaufen möchte, in ihr Auto. Julia hat viele Klamotten, aber auch altes Spielzeug, Geschirr, das sie nicht mehr braucht, und sogar ein bisschen Schmuck und ein Gemälde. Am Flohmarkt angekommen, bekommt sie einen Tisch, den sie vorher reserviert hat. Pro Stunde zahlt sie dafür 8 € Miete. Hoffentlich verdient sie auch so viel Geld. Dann legt Julia ihre Sachen auf den Holztisch. Sie will, dass der Tisch schön aussieht. Die junge Frau braucht viel länger als alle anderen Verkäufer, um ihre Sachen vorzubereiten. Um 7 Uhr kommen die ersten Besucher. Eine halbe Stunde später hat Julia schon Sachen um 30 € verkauft. Das ist unglaublich. Doch viele Menschen wollen viel weniger bezahlen, als ihre Sachen wert sind. Das macht Julia traurig. Ihre Goldkette sollte sie um 3 € verkaufen? Sicher nicht. Die Unterhaltung mit den anderen Verkäufern und auch mit den Besuchern des Flohmarktes macht sehr viel Spaß. Julia lacht viel und fühlt sich sehr wohl. Am Ende des Tages hat sie 110 € verdient. Und das freut sie. Sie wird sicher bald wieder am Flohmarkt verkaufen. Das Weihnachtsfest. Endlich ist es Weihnachten. Amy wartet immer monatelang auf diesen Tag. Ihre Familie schmückt schon fleißig das Haus mit Lichterketten. Bevor die Gäste kommen, muss Amy noch viele Dinge erledigen. Sie muss beim Kochen und beim Schmücken helfen. Außerdem möchte sie sich für das Fest schick machen. Zuerst bereiten ihr Vater und sie das Essen vor. Da ihre Verwandten viele Leckereien mitbringen, müssen sie nur das Hauptgericht zubereiten. Dieses Jahr gibt es Kartoffelsalat und Hähnchen. Nach dem Kochen ist die Küche immer dreckig. Deshalb müssen sie putzen, damit alles wieder sauber wird. Während ihr Papa noch alles sauber macht, deckt sie den Tisch. Besteck, hübsche Servietten und Kerzen dürfen nicht fehlen. Nun hilft sie ihrer Mutter beim Schmücken. Sie liebt den Duft von Kerzen, deshalb stellt sie überall welche hin. Außerdem findet sie Girlanden sehr schön. Sie haben sogar welche in weihnachtlichen Farben. Amy hängt sie überall auf, im Wohnzimmer, im Essbereich und natürlich in ihrem Schlafzimmer. Die Gäste kommen bald, deshalb machen sie sich jetzt alle schick für das Fest. Ihr Vater zieht einen schwarzen Anzug an. Ihre Mutter trägt ein rotes Kleid und sie trägt ihren Lieblingspullover. Auf dem Pullover ist ein Weihnachtsmann drauf. Es klingelt an der Tür. Die Gäste sind endlich da. Alle Familienmitglieder haben große Geschenke dabei. Nun liegen unter dem Tannenbaum unzählige Geschenke. Amy ist sehr aufgeregt und freut sich, ihre Geschenke auszupacken. Alle Gäste haben Spaß und amüsieren sich. Amy bekommt viele Komplimente für ihren Pullover. Die Gäste loben auch ihre Eltern, die sich viel Mühe für das Essen gegeben haben. Jeder hat etwas zu essen dabei. Salate, Getränke und Süßigkeiten. Auf dem Esstisch stehen verschiedene Gerichte und Amy möchte alles probieren. Während die Erwachsenen über verschiedene Themen sprechen, wartet sie darauf, bis sie die Geschenke auspacken dürfen. Die Erwachsenen sind endlich mit Essen fertig. Das bedeutet, sie dürfen die Geschenke auspacken. Amy ist gespannt, was der Weihnachtsmann ihr gebracht hat. Alle packen nach der Reihe ihre Geschenke aus. Jetzt ist sie dran mit Auspacken. Ein Schlitten! Sie hat einen neuen Schlitten. Das ist so aufregend. Im Garten liegt Schnee. Dann kann sie mit den anderen Kindern mit ihrem Schlitten spielen. Dieses Jahr feiern sie ein tolles Weihnachtsfest.
Speisewagen. Außer Atem lief Laura am Bahngleis entlang. Sie hatte es geschafft. Die Türen des Zuges gingen auf und sie stieg ein. Kaum war sie in der Bahn, fuhr sie auch schon los. Wäre sie eine halbe Minute später gewesen, hätte sie ihren Zug verpasst. Glücklich legte sie ihren Rucksack ab und setzte sich auf eine freie Bank. Ein paar Minuten schaute sie aus dem Fenster. Dann knurrte ihr Magen und sie öffnete ihren Rucksack, um das Essen auszupacken. Plötzlich schlug ihr Herz laut. Sie hatte das Essen zu Hause im Kühlschrank vergessen. Sie ist zu spät aufgewacht und jetzt hatte sie den Salat. Oder eben auch nicht. Wie sollte Laura nur 5 Stunden Zugfahrt ohne Essen aushalten? Doch dann hatte sie eine Idee. In der Bahn gab es oft einen Speisewagen. Dort kann man nicht nur Sandwiches kaufen, sondern auch warme Mahlzeiten essen. Und sie fand den Speisewagen gleich. Er war altmodisch mit dunkelrotem Stoff und viel Holz. Gemütlich setzte sie sich an einen Tisch und bestellte sich einen Kaffee, Spiegeleier mit Brötchen und etwas Süßes als Nachspeise. Der Ausblick aus dem Zug war großartig. Berge, Seen und viel Grün. Das war besser als das Essen, das sie im Kühlschrank vergessen hatte. Prüfungsangst. Carola hatte sehr viel gelernt. In den letzten 4 Wochen hatte sie sich jeden Tag an den Schreibtisch gesetzt. Sie wusste, dass sie die Prüfung leicht bestehen kann. Trotzdem hatte sie große Angst. Sie zitterte am ganzen Körper. »Geht es dir gut?« fragte ihre Freundin Alexandra. Ihr Gesicht war weiß wie Schnee. Carola konnte nur nicken. Schließlich ging sie in den Prüfungsraum. Sie waren 4 Studenten. Der Professor stellte jeden von ihnen eine Frage. Carolas war sehr leicht. Sie machte den Mund auf, um zu antworten, und hatte alles vergessen. Der Professor versuchte ihr zu helfen. Er stellte ihr kleine Fragen. Welche 3 Gesteinsarten gibt es? Das war die leichteste Frage, die man einem Geologiestudenten stellen kann. Das hatte Carola schon vor 3 Jahren gelernt. Aber jetzt hatte sie keine Ahnung. Ihr Mund stand offen und sie fühlte sich wie ein Fisch, der nichts sagen konnte. Der Professor war nett und sagte ihr, dass sie eine Pause machen kann. Carola ging aus dem Prüfungsraum und begann zu weinen. Ihre Freunde trösteten sie. Dann setzte sie sich ins Freie und atmete tief durch. 10 Minuten später saß sie wieder im Prüfungsraum und fühlte sich besser. Dieses Mal konnte sie Fragen beantworten. Die Prüfung war okay und sie bekam eine 3. Das war nicht perfekt, aber Carola war sehr glücklich, dass sie ihre Angst überwunden hatte. Sommerferien. Glücklich atmet Robert aus. Die Klingel läutet ein letztes Mal in diesem Schuljahr. Jetzt starten endlich die Ferien. Seine Lehrerin redet noch, aber Robert hört schon gar nicht mehr zu. Er kann es gar nicht erwarten. 8 Wochen nichts tun. Er musste und würde nichts lernen. Alle Schüler standen auf. Die Schule war vorbei und der Sommer konnte kommen. Keine 2 Minuten später stand Robert mit seinen Freunden vor der Schule im Schatten der Bäume. Ich weiß, dass Rebecca nächste Woche schon 2 Wochen in den Urlaub nach Spanien fliegt.
»Ihr habt aber Zeit für Schwimmbad und Radfahren, oder?« fragt Melina. Die anderen 3 stimmen zu. »Ich bin im August fast 4 Wochen bei meiner Oma«, erklärt Thomas genervt, »aber davor habe ich immer Zeit.« Robert fährt mit seinen Eltern eine Woche nach Italien. Ansonsten konnte er mit seinen Freunden immer Zeit verbringen. »Aber als erstes gehen wir Mittagessen, um die 8 Wochen Sommerferien zu feiern, oder?« fragt Robert. Alle seine Freunde stimmen zu. Er freut sich wahnsinnig auf die Auszeit im Juli und August. Baden im See, Volleyball spielen im Sand und Pommes essen in der Stadt. Das wird der beste Sommer überhaupt.